Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Forerunner 955 wieder auf dem Tisch. Es geht heute um den Praxisteil der Navigation. Ich stelle euch einfach mal vor, wie die Navigation in der Praxis aussieht, beziehungsweise gebe auch mal einen kurzen Einblick in das Planungstool von Garmin und erkläre hier und da ein paar Punkte, was ihr machen könnt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt direkt an. Ja, um eine Möglichkeit zu zeigen, wie ihr Strecken planen könnt, möchte ich euch einfach mal in Garmin Connect zeigen, was für Möglichkeiten ihr habt. Ich habe mich jetzt hier ganz normal auf der Garmin Connect Seite eingeloggt. Wir sehen hier links das Dashboard und da sehen wir jetzt auch, dass es hier die Möglichkeit für Trainings gibt. Und unter Trainings findet ihr auch die Rubrik Strecken und dann kommt ihr hier in den Garmin eigenen Routenplaner hinein. Ihr könnt hier entscheiden, welche Karte ihr euch anzeigen lassen wollt. Es gibt hier OpenStreetMap, Google Map oder HER-Karten. Ich nutze hier immer die OpenStreetMap-Karten, weil das Ganze hier ein bisschen mehr detaillierter ist. Wenn man da mal weiter in die Karte hineinzoomt, sehen wir auch schon, dass hier die Wegbezeichnungen enthalten sind. Also wenn ein Weg einen Namen hat, ist es auch entsprechend hier enthalten. Ihr habt des Weiteren auch die Möglichkeit, hier die populärsten Routen anzeigen zu lassen. Wir haben hier rechts den Button dafür. Und wenn wir jetzt links hier das entsprechend auswählen, sehen wir jetzt auch hier, es gibt die Unterschiede zwischen Gravel, Rennrad, Laufen und Trailrunning. Ich habe jetzt hier mal Trailrunning ausgewählt und dann sehen wir hier, gerade die stark lilanen Linien sind stark frequentiert und umso blasser es wird, umso weniger sind hier auch dann die Leute unterwegs, beziehungsweise hat Garmin keine Daten aufgenommen. Wir haben dann auch hier die Möglichkeit, eine Strecke zu erstellen. Wenn wir hier links unten reingehen, sehen wir auch schon, ich möchte jetzt eine Strecke erstellen und dann können wir uns auch die Auswahl treffen, was für eine sein soll. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel Trailrunning und dann können wir das entsprechend hier auswählen und hier eine Strecke planen. Was ich leider nicht sehe, wie bei zum Beispiel Komoot, dass dann welche Streckenbehaftet ist, beziehungsweise wie das Ganze ist. Es gibt jetzt hier nicht so eine Community, die das Ganze ein bisschen mit Bildern hinterlegt, so Highlights. Das fehlt hier alles. Es ist rudimentär gehalten, aber es ist immerhin kostenlos dabei und ihr könnt dann entsprechend hier zumindest nach populären Routen planen. Wenn ihr eine Strecke dann geplant habt, ich habe das nochmal hier schnell gemacht. Ich habe dazu übrigens auch mal ein Video gemacht, da habe ich es im Detail nochmal erklärt. Ich verlinke es euch oben mal, dann könnt ihr es mal euch anschauen. Können wir uns auch hier Streckenpunkte setzen. Wir haben hier links ein Menü mit Streckenpunkte hinzufügen. Dann können wir einfach sagen, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle einen Streckenpunkt haben. Dann gibt es hier links die Möglichkeit, den Typ auszuwählen. Also wir sehen hier zwischen Verpflegungsstation, Radfahren, Privat, Sehenswürdigkeiten oder auch Gefahrenstellen ist hier alles entsprechend enthalten. Wir können auch Wechselzonen hinterlegen oder auch, wir nehmen jetzt einfach mal hier eine Erste-Hilfe- oder eine Verpflegungsstation. Die können wir dann auch entsprechend benennen, zum Beispiel Station 1 oder dann entsprechender Name. Und dann können wir das Ganze speichern und das Ganze wird dann auch entsprechend mit der Uhr synchronisiert und ihr bekommt es dann auf der Uhr angezeigt. Wie das dann aussieht, zeige ich euch dann gleich nochmal im Detail. Was mir beim ersten Mal passiert ist beim Planen, das ist mir nicht aufgefallen, weil hier einfach neue Strecke speichern ist, dass wir hier mit dem Balken nochmal runter scrollen können. Und bei mir ist defaultmäßig hier Abbiegehinweise ausgeschaltet gewesen. Wir sehen hier, da gibt es so einen Knopf. Und wenn das abgeschaltet ist, dann bekommt ihr auch keine Hinweise auf der Uhr. Also das heißt, immer hier mal nachschauen, ob das Ganze dann auch entsprechend hier enthalten ist. Ja, wir starten die Aktivität jetzt bei 75%. Bei der Solarintensität werden wir heute leider nicht viel sehen, weil wir schon Sonnenuntergang haben. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was die Akkuladung nach der Navigation sagt. Ja, eine Neuerung, die wir sehen jetzt bei der Forerunner 955, das ist auch die neue Routenführung bzw. die Anzeige, wie ihr laufen müsst. Also ich laufe die Strecke gleich nochmal zurück, die gleiche Strecke. Und wir sehen jetzt hier, diese schwarz-weißen Pfeile zeigen an, in welche Richtung ich laufen muss, beziehungsweise in welche Bewegungsrichtung ich mich gerade orientieren muss. Das Ganze kennen wir dann auch schon vom Garmin Edge, das hat es auch entsprechend schon. Und ich lasse mir jetzt hier links auch dann die restliche Distanz anzeigen. Da könnt ihr auch verschiedene Datenfelder anzeigen. Wir sehen jetzt hier, nach 47 Metern kommt dann die erste Abbiegung. Da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und wir bekommen 35 Meter vor der Abbiegung auch schon eine Vibration aufs Handgelenk. Falls ihr das Piepen gehört habt, das war die Enduro 2. Ja, und dann an der Kreuzung bekommt ihr dann entsprechendes Abbiegehinweis mit dem Pfeil angezeigt. Und da sehen wir jetzt auch schon, dass wir dann hier abbiegen müssen. Ja, und wenn wir uns drehen, sehen wir auch schnell, wie die Karte reagiert. Wir sehen hier ganz schnell, richtet sich das Ganze hier aus. Und wenn wir zurückdrehen, also wenn wir jetzt hier ein bisschen einblenden, sehen wir es ganz gut, ist auch direkt die Karte ausgerichtet. Und haben wir dann in der nächsten Abbiegung ist in 714 Metern. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Eine Sache zum Kartenmaterial. Wir sehen jetzt hier, dass wir noch innerorts unterwegs sind.
Und wir können jetzt hier ganz gut erkennen, dass wir hier auch die Straßennamen sehen. Und es ist eigentlich ganz praktisch, wenn ihr mal irgendwo in der Stadt unterwegs seid und irgendwas sucht, dann habt ihr hier direkt auch auf der Karte die Straßennamen und könnt dann schauen, wo ihr dann ja hin müsst. Es sind auch dann so kleine Sachen wie zum Beispiel ja Arzt oder ja auch Restaurants, je nachdem wie es halt eingepflegt ist, sind als auch enthalten. Und so könnt ihr euch so ein bisschen ja hier orientieren. Ja, was leider ab und zu vorkommt bei Garmin-Uhren, ist, dass nicht alle Abbiegeweise kommen. Ich habe es heute über Garmin geplant und wir sehen jetzt hier, die nächste Abbiegung kommt in 207 Metern und die Kreuzung ist aber schon vorher. Und wir sind hier, die Abbiegung ist eingezeichnet, aber ich habe keinen Abbiegehinweis bekommen. Was wir jetzt aber machen werden, ist jetzt hier mal geradeaus laufen und einfach mal schauen, wann die Uhr reagiert. So, jetzt bekommen wir angezeigt Streckenabweichung und etwa nach 22,8 Metern bekomme ich hier die Anzeige. Und wir sehen jetzt hier unten ist die Kreuzung. Da standen wir gerade und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück auf die Strecke. Ja, um mal ein bisschen hier auf die Wege und das Kartenmaterial einzugehen. Wir sehen hier jetzt eine Kreuzung, eine große Kreuzung. Wir sehen auch hier so einen Straßenweg, der da hochgeht. Also irgend so ein ja, nicht offizieller oder zumindest nicht so ein fahrbarer Weg. Ja, dann schauen wir uns mal das Kartenmaterial der Forerunner 955 an. Wir sehen jetzt hier, dass rechts die gestrichelte Linie drin ist. Das ist der Weg, der hier hochgeht. Es ist auch ganz gut zu erkennen, dass der Weg da hinten aufhört. Beziehungsweise wir sehen auch links den Weg. Das ist der hier runtergeht. Beziehungsweise den Weg, den wir dann gerade auslaufen müssen. Was wir ebenfalls ganz gut erkennen können, sind diese grünen Punkte, beziehungsweise grüne Felder. Und wir sehen hier oben, da hat so, ja Wälder will ich jetzt nicht sagen, aber so Waldabschnitte. Oder hier oben ist auch ein Waldabschnitt. Und wir können ganz gut erkennen, dass diese Waldabschnitte dann auch hier entsprechend abgebildet sind. Das ist vielleicht für Jäger interessant oder auch für jemanden, der sich jetzt unterwegs orientieren muss. Da ist alles dabei. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel ganz schwach zu erkennen, dass da oben auch ein Bachlauf ist. Da laufe ich mich gleich direkt dran vorbei. Das ist jetzt hier quasi direkt an der Strecke. Und so habt ihr dann immer eine Orientierungsmöglichkeit, wo ihr unterwegs seid. Ich hatte mit der Garmin-Uhren auch noch nie Probleme, dass irgendwelche Wege gefehlt haben, sei es jetzt in Bergen oder auch irgendwo im Trail, auch wenn es verwuchert und verwachsen war. Da waren meistens immer alle dabei. Verwendet werden hier oben Street Maps Karten und entsprechend habt ihr auch alle Wege hier enthalten. Lasst, könnt ihr euch natürlich auch eure normalen Datenfelder anzeigen lassen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, habe ich die Stamina drauf. Sehen wir jetzt hier 80% habe ich noch Reststamina. Und der grüne Pfeil bedeutet einfach, dass ja, ich mich gerade erhole, weil ich stehe. Und hier wird es entsprechend angezeigt. Natürlich könnt ihr euch die Stamina auch hier mit Stunden anzeigen lassen. Hier zum Beispiel als Beispiel 13,5 Kilometer beim aktuellen Tempo oder 1 Stunde 25. Das wäre zum Beispiel ein individuelles Feld von mir selber. Wenn ihr den Garmin HM Brustgurt habt, könnt ihr auch hier euch die Leistung anzeigen lassen. Ich habe den jetzt heute nicht angeschlossen, weil ich jetzt ein Herzfrequenztraining macht, beziehungsweise Test. Ja, wir sehen jetzt auch hier, ja, Smart Notifications gehen ebenfalls. Ja, was man sich ebenfalls anzeigen lassen kann, sind sogenannte Wegpunkte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Anstieg der Kategorie 2 oder eine Wechselzone eingerichtet. Oder hier nach 5,5 Kilometer ist die Strecke auch zu Ende. Und so bekommt ihr das entsprechend dann auch immer angezeigt. Vor allem seht ihr dann auch die Entfernung, zum Beispiel Wechselzone ist in 2,4 Kilometern. Dann bekommen wir natürlich auch eine Übersicht der Steigung bzw. des Höhenprofils. Wir sehen jetzt hier, dass wir 76 Höhenmeter schon geschafft haben, 63 Höhenmeter stehen noch vor uns, also der grüne Bereich haben wir geschafft, der blaue steht noch vor uns. Die Gesamtstrecke sind 8,27 Kilometer. Dann gibt's hier noch ein paar Datenfelder, die man sich auch einrichten kann. Das ist zum Beispiel jetzt hier Zeit bis Ziel sind 1 Stunde 39, verbleibende Distanzen 5,51 Kilometer, Ankunftszeit wäre jetzt aktuell 21:41 Uhr bei meinem aktuellen Tempo. Ja, das ist ja gerade sehr langsam. Und das Tempo passt auch eigentlich wirklich immer sehr gut. Die Hochrechnungen sind wirklich sehr gut gemacht. Da kommt es eigentlich ganz gut hin. Natürlich, wenn ihr jetzt viel trödelt, dann natürlich nicht, aber wenn ihr jetzt konstant lauft, passt es doch wirklich sehr gut. Was wir dann ebenfalls noch bekommen, ist das sogenannte Climb Pro. Wir sehen jetzt hier ein Höhenprofil. Wir müssen jetzt noch 1,88 Kilometer laufen. 70 Höhenmeter sind noch auf diesen 1,88 Kilometer. Und wenn ihr lauft, seht ihr auch die vertikale Geschwindigkeit. Des Weiteren können wir sehen, was dann die restliche Steigung ist. Das ist noch 4%. Beziehungsweise das Grüne sind auch wir hier gelaufen und das Blaue steht da noch vor uns.
Ja, und wie gerade schon angesprochen, die Wegpunkte, wir sehen jetzt unten auch, die nächste Aktion, die kommt, ist ein Wegpunkt. Das wäre jetzt die Steigung der Kategorie 2 in 89,2 Metern. Das habe ich jetzt einfach mal so als Dummy-Wert eingetragen. Also ihr könnt, wie gesagt, hier Steigung eintragen, Wasserstellen, Verpflegung, Sehenswürdigkeiten. Also hier gibt es eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten und ihr könnt es auch entsprechend individuell benamen. Ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir die Steigung hoch. Ja, etwa 36 Meter vorher bekommen wir auch schon angezeigt, dass jetzt hier das Ganze entsprechend kommt. Da kommt immer ein Signal und wir nähern uns das Ganze jetzt mal. So, wir bekommen einmal ein optisches Signal beziehungsweise ein visuelles beziehungsweise Vibration und dann habt ihr auch schon entsprechend den Wegpunkt erreicht. So, wir sehen ja auch schon, so dunkler, die Hintergrundbeleuchtung ist an. Ja, die Forerunner 955 unterstützt auch das sogenannte Live-Track. Ich habe es mal im Video erklärt, wie man das einrichtet. Ich verlinke das da oben mal. Da geht es darum, dass ihr einem Kontakt eine E-Mail schicken könnt, beziehungsweise das System schickt eine E-Mail an den Kontakt. Und der Kontakt kann dann sehen, wo ihr gerade unterwegs seid. Also es ist eine blaue Linie, die wird angezeigt, wo ihr dann, wie gesagt, unterwegs seid. Und das Gute ist auch, wenn ihr eine Route plant, wie ich jetzt gerade, dann seht ihr auch auf der Lila-Linie, was noch vor ihm steht, was er noch machen möchte. Und was bei der Forerunner 955 neu dazu kommt, das habe ich bei anderen Uhren bis jetzt noch nicht gesehen, das ist, dass ihr auch eine Nachricht schicken könnt. Also ihr könnt quasi eine Nachricht eintippen auf eurem Handy und dann bekommt entsprechend der Empfänger die Nachricht bzw. der Uhrträger. Wichtig an der Sache ist aber, dass ihr entsprechend hier das Handy dabei habt und das Handy auch Netz hat, weil es gibt leider keine LTE-Version, die das kann. Ihr müsst entsprechend dann, wie gesagt, das mobile Gerät mitführen. Und bei den iPhones ist es zumindest so, dass ihr dann auch die App im Hintergrund offen haben müsst, sonst geht das Ganze nämlich auch nicht. Ja, bei Climb Pro habt ihr auch dann die Möglichkeit, euch Abstiege anzeigen zu lassen. Also jetzt defaultmäßig ist es eigentlich ausgeschaltet. Und ihr könnt dann, wie gesagt, das Ganze auch einstellen. Wir sehen hier noch 3 Kilometer etwa und dann 137 Höhenmeter runter. Und dann ist auch der Berg quasi erledigt. Und wir sehen auch ganz gut hier 5% Gefälle. Mal ganz kurz auf den Akkustand zu schauen. Wir sehen jetzt hier auch, die Beleuchtung ist mittlerweile an, weil es schon dunkel geworden ist. Ja, wir sind jetzt hier 8,25 Kilometer gelaufen auf 1 Stunde 36. Auf die Pace wollen wir gar nicht mehr achten. Wie gesagt, ich habe viel gefilmt. Und jetzt gucken wir einfach mal, was der Akkustand sagt. Ja, und wir haben jetzt 61%. Ich blende mal die Differenz ein, was das Ganze jetzt verbraucht hat. Diese 1,5 Stunden etwa. Und das Ganze war, wie gesagt, mit Navigation und jetzt auch ein bisschen mit Hintergrundbeleuchtung. Und wir sehen auch hier, die Solarintensität hält sich hier auch wirklich in Grenzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Navigation der Forerunner 955 angeht. Mit der neuen Version bzw. mit den neuen Uhren habe ich jetzt mittlerweile auch weniger Probleme, was die Abbiegehinweise angeht. Ich hatte jetzt nur einmal den Fall, den habe ich im Video gezeigt, wo dann entsprechende Abbiegeweise gefehlt hat. Aber hier ist auf jeden Fall Garmin auf dem Weg der Besserung. Wie ihr es vielleicht aus meinen vergangenen Videos kennt, gab es hier und da immer Probleme, dass nicht alle Abbiegehinweise gekommen sind. Da hat sich doch schon einiges deutlicher getan bzw. besser getan. Gerade auch wenn ihr mit Komoot plant, da hat sich doch wirklich einiges verbessert. Ja, wenn das Video gefallen hat, ich habe oben mal eine Playlist zu Garmin, da kannst du mal schauen, was es hier alles rund um Garmin gibt. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe so eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles auf meinem Kanal stattfindet. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du wieder auf meinem Kanal vorbeischaust, also lass gerne auch ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.